Hallo zusammen! Ja, heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Ich hatte ja in der Community-Tab abstimmen lassen, ob ihr ein Flohmarkt-Video sehen wollt oder ob ihr mal die anderen Funde sehen wollt, die ich abseits des Flohmarkts in der letzten Zeit gemacht habe. Flohmarkt war auch nicht ganz so ergiebig, da komme ich dann nach dem Intro nochmal drauf zurück. Aber ich habe einen Haufen neue Sachen gefunden auf Facebook, auf Online-Portalen wie eBay und so weiter, bei Kleinanzeigen. Und was das alles ist, das gibt's in diesem Video nach dem Intro. Ich hatte es ja schon in den Flohmarkt-Videos erwähnt, dass ich mir nicht vorstellen kann oder konnte, dass es halt permanent so weitergeht mit diesen tollen Sachen, die ich überall gefunden habe. Zudem war das Wetter halt die letzten Tage auch relativ schlecht und wir haben auch ein bisschen was anderes mal vorgehabt, sodass die Flohmärkte zuletzt ein bisschen kürzer getreten sind. Und das hat mich dazu veranlasst, jetzt einfach mal ein Video zu machen über die Sachen, die ich abseits des Flohmarktes gefunden habe, die in meine Sammlung gewandert sind. Das ist wirklich ein Haufen Zeug, sodass ich nicht glaube, dass ich jetzt alles in dieses Video reinpacke, sondern dass ich mir noch einen Teil vielleicht für Teil 2 dieses Videos aufhebe. Ja, ich möchte anfangen, nicht lange schnacken. Ich greife mal hier vorne hin, da muss ich ganz vorsichtig sein und hoffen, dass hier nichts runterfällt. Ich habe hier etwas von 1976 zu einer Toyline, die ich ja versucht bin zu sammeln, die aber sehr rar gesät ist und auch sehr preisintensiv dann dementsprechend auch ist. Und zwar handelt es sich um Lee Majors, es handelt sich um den 6 Millionen Dollar Mann. Und da habe ich von dem lieben Gunnar, Grüße an dich, was richtig, richtig Tolles bekommen, ein richtig tolles Angebot, ein Deal. Und zwar habe ich zeige es euch mal in die Kamera, weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, Bionic Adventure Sets, ja, vom 6 Millionen Dollar Mann. Das ist mehr oder weniger die Wechselkleidung von Lee Majors, von dem Bionic Man, von dem 6 Millionen Dollar Mann. Und zwar habe ich hier Test Flight at 75.000 Fuß Set. Ja, also ein Pilotenset, ein Pilotenanzug. Wunderschön auf Karte. Ich blende euch natürlich wie immer Bilder ein. Und hier muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil diese ganzen Karten sind sehr, sehr fragil. Sehr alt halt, wie gesagt. Und dieses Set hier hat auch kleine Cracks. Unten an den Füßen ist der Blister gecrackt hier. Also die Dinger ohne Crack zu finden, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, finde ich. Aber es sieht einfach toll aus. Und hier die Pappe, wenn man das sieht, ist auch Lee Majors Gesicht. Also ich finde es richtig klasse. Und das ist, wie gesagt, der Testpilotanzug. Den habe ich bekommen. Ich lege den mal ganz vorsichtig hier runter. Oh je. Dann habe ich bekommen OSI. Das ist die Firma, für die er arbeitet. Undercover Assignment Set. Da habe ich einfach einen fast schon langweiligen Jeans-Anzug, Jeanshemd, Jeanshose und ein paar braune Schuhe. Und auch hier ist das Set unten an den Füßen gecrackt und oben ist es noch heile. Aber wie gesagt, diese Sets sind so rar, die sind so selten. Und wenn sie dann noch dazu in einem einwandfreien Zustand sind, dann sind sie, glaube ich, für mich nicht bezahlbar. Wie gesagt, der Gunnar hat mir einen richtig tollen Preis gemacht. Und wie man hier sieht, auch dieses Teil hier, ich weiß gar nicht genau, was es ist, hier an der Zeichnung, kann ich es ihm in den Arm stecken und dann lädt er vielleicht seine Batterien wieder auf. Man weiß es nicht genau. Aber finde ich richtig, richtig cool. Das ist Set Nummer 2. Und die sind, meine ich, aus der zweiten Wave auch von dem 6 Millionen Dollar Mann. Und hier das Beste, wie ich finde, ist das Mission to Mars Set. Ja, und das ist das dritte. Und ich zeige euch gleich auch nochmal die Rückseite. Es gab auch nur diese 3. Das heißt, ich habe auf einen Schlag alle 3 Sets komplett in der Sammlung. Ja, auch hier ist, hier oben ist ein kleiner Riss drin, der hier an dem Blister runtergeht. Sieht man nicht ganz so krass. Auch an den Füßen, an den Schuhen oder an den Astronautenstiefeln nenne ich es mal. Das ist hier unten alles gecrackt, ist es offen. Ja, nichtsdestotrotz, das Bild ist wiederum klasse. Dieses
Seht ihr mal hier, dieses Teil, wie das absteht, ja, dieser Helm, dieser Helm vom 6 Millionen Dollar Mann. Ich finde es richtig klasse. Und hier hinten drauf seht ihr, es gibt nur diese 3 Sets. Und es finde ich richtig, richtig cool, dass ich die jetzt in der Sammlung habe und meinem 6 Millionen Dollar Mann, ja, ich will nicht sagen Full-Set, weil das glaube ich, das wird zu kostenspielig, aber der Komplettierung immer oder ein ganzes großes Stück weiter vorangekommen bin. Der ist sogar unpunched hier oben. Ich finde es richtig klasse. Ja, 6 Millionen Dollar Mann, eine meiner frühen Lieblingsserien, wie alles eigentlich mit Lee Majors. Ja, und ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Und apropos Lee Majors, machen wir damit doch weiter, oder? Denn ich habe auch noch was anderes von Lee Majors, von meiner, wie sage ich denn das? Noch Lieblingsserie. Die Serie, die ich noch mehr mag, wie den 6 Millionen Dollar Mann, ist ein Colt für alle Fälle. Ja, die habe ich damals geliebt, nicht nur wegen Jody, sondern auch wegen Colt Sievers, wegen Howie Munson und wegen allen drumherum, wegen dem Auto und dem GMC natürlich. Ja. Und hier habe ich einen tollen Facebook-Deal in einer Gruppe gemacht und habe hier eine Original-Lunchbox der Firma Aladdin von ein Colt für alle Fälle, beziehungsweise im Original heißt er ja The Fall Guy. Ja, eine wunderschöne Lunchbox bekommen. Die ist aus dem Jahr 1981. Ich muss gerade mal gucken, genau 1981. Von der Firma Aladdin. Das steht hier auf dem Henkel drauf, sage ich mal. Das sieht man wahrscheinlich jetzt relativ schlecht, aber es ist eine Metalldose. Die sind hier irgendwann, glaube ich, 85. Ist die Firma Aladdin, glaube ich, auf Plastikdosen umgeschwenkt. Ich glaube sogar, dass Rambo 2, meine ich, eine der letzten, wenn nicht sogar die letzte Blechdose war, bevor sie halt dann auf Plastik gegangen sind. Also umso schöner, dass ich hier, guck mal, das ist Artwork, eine schöne Blechdose von Colt Sievers Lee Majors hier habe. Auch die Seiten so sind wunderschön. Sogar unten ist auch noch Howie und Jody sind noch mit dabei. Ja, und hier fällt er nochmal vom Hochhaus. Finde ich sehr, sehr schön und die Front halt mit ihm vorne drin. Wahnsinn. Ja, die Dose hat natürlich seine Jahre auf dem Buckel und das sieht man auch innen. Wenn ich das mal aufmache, die Patina ist da, aber das hat seinen eigenen Charme, finde ich. Ja, und ich bin sehr, sehr froh, weil ein Colt für alle Fälle, es gibt nicht viel Merchandise zu der Serie und eine Lunchbox wollte ich schon immer haben. Das ist meine erste Lunchbox wirklich in der Sammlung. Meine erste Vintage-Lunchbox. Und dementsprechend noch zu einer meiner Lieblingsserien. Da freue ich mich sehr. Wie gesagt, 1981, Leute. Die Box hat überlebt und die wird jetzt bei mir ja, in die Rente gehen und hier schön im Regal ihr Dasein fristen und immer wieder angeschaut werden. Ist das nicht schön? So, jetzt habe ich noch ein absolutes Highlight. Ich habe bis vor ein paar Jahren nichts von dieser Figur gewusst. Dann ist mir die immer mal wieder in verschiedenen Videos, in Instagram Reels etc. aufgefallen. Ich hatte mich da schlau gemacht, habe die immer mal wieder beobachtet, gesehen und ich wollte sie eigentlich schon sehr lange haben, habe aber nie einen vernünftigen Preis gefunden oder die Figur war in einem schlechten Zustand. Das hat sich geändert, jetzt ist sie endlich in meiner Sammlung. Der Dank geht raus an den Steven, an Steven Reitz von Steven Reitz Action Figures. Ich blende die Karte ein, ich hoffe, das ist okay, ich glaube, da steht auch die Handynummer drauf von ihm, wenn ich die einblende. Denn er hat mir etwas Schönes mitgebracht, sage ich mal, oder zugeschickt. Das hatte ich gesehen bei ihm in Bensheim auf der Luxor Fantastik, aber irgendwie sind wir da nicht ins Gespräch gekommen. Und irgendwann, wie ich dann zu Hause war, dachte ich, verdammt, er hat doch die Figur gehabt, die wollte ich doch mir mal anschauen. Und mit ihm kurz über den Facebook Messenger gesprochen, Nummern ausgetauscht und einen schönen Deal gemacht. Ich habe hier ganz kurz und knapp den Crusher von Mattel. Ja, und dieses tolle Teil hier ist von 1979 und ein Riesenvieh in einem wunderschönen Zustand. Der ganze ist aus Gummi, aus weichem Gummi. Ich kann ihn kneten. Ja, ein wunderschöner Zustand, ist nicht irgendwie gerissen, ist nicht spröde, so wie zum Beispiel bei der Fright Zone, dieser Drache, dieser Handschuh, sag ich mal, der hier auseinanderfällt. Irgendwie hat Mattel hier
in den 70ern, Ende der 70er noch anderes Material verwendet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wunderschöner Zustand. Und dieses Teil sieht auch ein bisschen aus wie Whiplash oder wie die Europa-Hörspielfreunde von Master of the Universe sagen würden, Whiplash, der Krieger aus dem Drachenland, ist großer Bruder oder Vorgänger oder was auch immer. Ist von Mattel, beides von Mattel. Und das Schöne oder das Gimmick hier bei ihm hier ist, er hat hier einen orangenen Gürtel an und ich kann hier hinten diesen Stöpsel rausmachen und ich kann ihn dann, das mache ich jetzt nicht genau, aber ich kann ihn dann zusammenkneten. Ich kann dann die Luft rauslassen hier. Ja, und dann kann ich noch wieder zumachen. Und dann ist die Luft auch draußen. Seht ihr, ich mache es jetzt nicht komplett ganz. Aber sobald ich dann den Stöpsel wieder rausziehe und er wieder Luft einatmet, geht er wieder nach oben und zack. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ansonsten mache ich darüber gerne nochmal ein extra Video. Ich finde das Teil total geil. Wie gesagt, 1979 Mattel. Und Steven, vielen lieben Dank für dieses geniale Zeug. Ja Leute, und eben waren wir bei Fernsehserien, 6 Millionen Dollar Mann, ein Colt für alle Fälle. Und hier geht es nochmal mit einer Fernsehserie weiter, denn das habe ich auf eBay gekauft. Ich glaube für 1 Euro mit einem Euro 50 Versand oder so. Da war mir irgendwann mal wieder nach einer Videokassette. Und ich habe eine Kassette gekauft und zwar von Blue Thunder, das fliegende Auge. Da gab es in den 80ern einen Film, ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht mal ein Pilotfilm, sondern es war wirklich ein Film über diesen super Hubschrauber, ist wahrscheinlich im Zuge von Airwolf rausgekommen, gehe ich mal von aus. 1984 ist das hier, die Serie oder diese Folge hier rausgekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann Airwolf rauskam. Was jetzt früher war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein Hubschrauber, ein super Hubschrauber. Und von Blue Thunder kam dann nach dem Film noch eine kurzlebige, kurze TV-Serie raus, die es meines Wissens nicht auf DVD, nicht auf Blu-ray in Deutsch gibt, ja, sondern ist ein Only-VHS-Kandidat immer noch. Und da habe ich diese Videokassette gesehen. Ich habe das komplett aus dem Kopf gehabt. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass es diese Serie gab. Habe beim Durchstöbern einfach diese Videokassette gesehen und dachte mir, ja, den will ich haben, für 1 Euro gekauft, mit Versand dann, wie gesagt, 2,50 Euro oder sowas. Von Columbia TriStar und in einem sehr schönen Zustand. Auch die Hülle noch, die Original Columbia Hülle hier mit der Prägung. Ich hatte es hier in einem der letzten Videos schon mal gesagt, früher hatten sich die Verleihfirmen dann auch Mühe gegeben. Und auch hier FSK 16, Blue Thunder, der Erzfeind. Ja, ich hoffe, ihr könnt es lesen, ich hoffe, es stellt es scharf. Videokassette in einem sehr, sehr schönen Zustand. Ja, ich habe noch nicht geguckt. Ist eine Folge aus der Serie, geht ganze 50 Minuten, ja, und werde ich mir auf jeden Fall aber noch auf meinem Videorekorder angucken und ja, eine neue Videokassette für meine alte Videokassettensammlung. Dann gehen wir zu Filmen über und zwar habe ich zu einer meiner Lieblingsfilmreihen ein Vintage-Spiel bekommen, von dem ich auch, bis ich es gesehen habe, gar nicht wusste, dass es existiert. Und zwar habe ich zu Indiana Jones und der Tempel des Todes, also dem zweiten Film der Indiana Jones-Reihe von 1984, ein deutsches Brettspiel gefunden. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ja, ein wunderschönes Brettspiel. Leider der Karton hier neben aufgerissen an der einen Ecke, der wurde geklebt. Aber ich finde das Artwork genial. Ja, ich finde hier hinten, ja, kurze Übersicht des Spiels, um was es geht. Und unten steht in Rot: Das Abenteuer hat viele Gesichter, Indiana Jones zeigt sie alle. Das waren noch reißerische Werbetitel, oder? Indiana Jones zeigt sie alle. 1984 Lucasfilm und das Spiel ist von der Firma Hexa Games, wenn ich das richtig in Erinnerung oder wenn ich das richtig sehe. Ja, hier unten steht Hexa Games. Das Spiel ist komplett, ich kann es mal ganz kurz aufmachen. Hier ist mit Anleitung. Hier sind Spielkarten, die den Spielplan anscheinend belegen oder was auch immer. Hier ist der Spielplan, den ich aufklappen kann. Auch hier nochmal das Logo drauf. Und auch dann hier, das ist vielleicht ganz toll, wer den Film kennt. Ich hoffe, den kennt ihr natürlich alle. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, in grün und gelb und in anderen Farben habe ich hier diese Loren, womit Indiana Jones dann halt am Ende die Verfolgungsjagd durch den Berg gestartet hat. Und hier habe ich
ganz kleine Figürchen, Indiana Jones Figürchen. Die kann ich hier auf diese Loren setzen und dann kann ich da diesen Spielplan langfahren. Würfel habe ich noch, einen Spezialwürfel habe ich dann auch noch dabei. Also das Spiel ist komplett, ja, und hat mich sehr gefreut, das gefunden zu haben. Ich wusste davon, wie gesagt, bis ich es gesehen hatte, nichts. Aber jetzt in der Sammlung ab in meine Indiana Jones Ecke und ich freue mich tierisch. Dann war ich mal wieder bei Seatoys, beim Christian. Schöne Grüße an dich. Und da habe ich was Tolles mitgenommen, was wiederum in eine andere, ja, was untypisch ist, was eigentlich gar nicht so ein Sammelgebiet von mir ist. Im weiteren Sinne schon, aber so explizit nein. Und zwar habe ich eine Figur einer Persönlichkeit gekauft, und zwar von der Firma Mego. Mego sammle ich ja auch, Mego-Figuren aus den 70er Jahren und die ist aus den 70er Jahren und zwar von 1976 und zwar habe ich hier auf Karte unpunched, zwar mit einem Crack, aber trotzdem den guten Muhammad Ali the Champ. Cassius Clay alias Muhammad Ali, ja, auf Karte, ist nicht mehr so oft zu bekommen. Ja, klar, der Zustand ist jetzt nicht optimal. Hier oben ist ein Crack drin, aber das Ganze ist halt noch komplett, ist noch sealed. Die Figur war nie draußen, die Karte ist unpunched und finde ich wunderschön. Auch der wird einen super Platz in meiner Sammlung bekommen. Und ja, ein richtig toller Deal mit dem Christian, also richtig klasse. Und da sage ich doch einfach nochmal vielen lieben Dank. Ja, aber an dem Tag habe ich nicht nur den Muhammad Ali mitgenommen, sondern ich habe mir noch was geholt und zwar, machen wir nochmal das ab, und zwar eine Mattel Battlestar Galactica Figur auf Karte, ebenfalls unpunched von 1978. Ja, und zwar habe ich hier den Imperious Leader, eine der hässlichsten Actionfiguren, die ich kenne, nicht nur vom Battlestar Galactica, sondern generell, aber der musste einfach mit, ja, auf einer wunderschönen Karte. Ja, es gab auch nicht viele Figuren. Es gab hier diese 6 Figuren hier hinten drauf. Da war der Lieutenant Starbuck, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Apollo gab, ob der später kam, also Richard Hatch, oder ob es den gar nicht gab. Auf jeden Fall hier der Imperious Leader, Battlestar Galactica, auch wieder ein, ja, heute habe ich es irgendwie mit TV-Serien, ein Highlight, eine Highlight-Serie für mich. Sehr viele schöne Erinnerungen dran. Und jetzt auch die erste original verpackte Kampfstern-Galactica-Figur, die ich mir mitgenommen habe. Aber das war immer noch nicht alles bei Seatoys, denn ich habe hier noch etwas, mit der gehe ich dann auch direkt über in einen weiteren Kauf. Und zwar habe ich noch eine lose Figur mitgenommen. Und zwar habe ich hier eine lose Figur von der Firma Galoob. Und zwar ist das eine Figur der Infaceables. Die Infaceables war eine, ja, 1984 meine ich auch erschienene Figurenreihe von, ich glaube, 8 Figuren und 3 Fahrzeugen, also sehr überschaubar auch. Und das Besondere bei diesen Figuren, ich habe noch keine lose, das ist meine erste hier, ist, dass die Wechselgesichter haben, die sich eigentlich drehen, wenn man, jetzt kommt der Hit, wenn man hier die Hüfte auseinanderzieht. Seht ihr das? Ich kann hier die Hüfte auseinanderziehen und dann beim Zusammenstecken muss eigentlich der Kopf drehen, aber das funktioniert hier nicht. Oder ich bin einfach zu dämlich, ich krieg's nicht hin. Auf jeden Fall habe ich den schon sehr oft in die Länge gezogen und wieder zusammengeschrumpft, aber irgendwie dreht sich der Kopf nicht. Ja, eine sehr schöne Figur. Wenn ihr Infaceables Figuren habt, wenn ihr die ausgepackt habt und bei euch funktioniert dieses Feature, dann gebt mir doch mal einen Tipp, ob ich irgendwas falsch mache. Ja, also wie gesagt, die Figur habe ich mitgenommen und wie gesagt, jetzt kommen wir noch zu einem nächsten Teil und zwar habe ich noch eine dieser Figuren auf eBay gefunden, in Italien, glaube ich, zu einem super Preis und habe mir den dann noch gekauft. Und zwar eine original verpackte Figur der Infaceables und zwar der Iron Lion. Iron Lion. Noch original verpackt, auf Karte, wunderschönes Artwork hier mit diesen 2 Gesichtern hier drauf. Das Infaceables Logo hier oben, englische Karte. Sogar eine kanadische Karte ist es, weil ich habe hier einmal den englischen und dann den französischen Schriftzug. Das war ja dann, oder ist ja immer noch so teilweise. Und auf der Rückseite seht ihr, ich habe sogar recht gehabt, es gibt insgesamt 8 Figuren und 3 Fahrzeuge. Die sind, glaube ich, auch nie über diese eine Wave rausgekommen, waren kein Erfolg. Aber ich mag halt diese Nischen-Toylines einfach. Ich finde die einfach toll und gucke gerade nochmal 1984 genau von Galoob.
Ja, finde ich toll. Und das ist jetzt meine dritte original verpackte Figur von 8. Plus, ich habe den einen noch lose. Also ich habe schon 50% der Figuren, 3 original verpackt, eine lose. Also 4 Figuren von 8 schon in der Sammlung. Und da freue ich mich tierisch drüber. Der Lose wird da vorgestellt. Die Verpackten werden eingecased und ins Regal gestellt. Und somit gibt das ein wunderschönes Bild ab. Wunderschöne Artworks und sieht man auch nicht alle Tage. Ja Leute, weiter geht's und dafür bücke ich mich mal hier unten hin, denn ich habe noch einen Kruscheldeal auf Kleinanzeigen gemacht, denn ich habe für, ich glaube insgesamt 5 € inklusive Versand. Jetzt kommt's, ich habe es nicht ausgepackt, ich lasse es auch erstmal zu, weil das kriege ich nie wieder da rein. Einen Nils Holgersson Bettwäsche aus den 80er Jahren gekauft. Ich glaube 5 € wie gesagt mit Versand, die liegt schon ein Momentchen hier, aber also wie gesagt, das war wirklich ein Schnapper, finde ich. Ja, die ist noch in einem wunderschönen Zustand. Ich habe auch Bilder davon gesehen. Die ist auch von den Mitte der 80er Jahre. Ist das Kopfkissen plus das Bettzeug, also ein Set, ja, von dem guten Nils Holgersson. Finde ich richtig, richtig schön. Das nochmal dazu. Das lege ich wieder hier runter. Das kann ich auch fallen lassen. Das ist ganz schön schwer. Und was ich nicht fallen lassen möchte, was ich auch auf eBay und ich glaube auch wieder Italien oder war es Spanien, ich weiß es nicht genau, gesehen und gekauft habe, was in meine Schwarzenegger-Terminator-Sammlung wandert. Und wenn ihr mein Video von der Power of the Force, von meiner Ausbeute der Power of the Force Convention, der Star Wars Convention in Köln gesehen habt, dann kommt euch das jetzt bekannt vor. Es ist aber eine andere Figur, aber aus der gleichen Reihe. Und zwar habe ich eine weitere Terminator 2 Judgment Day Endoskelett-Figur hier bekommen. Verpackung ist die gleiche Aufmachung wie bei der, die ich schon habe. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann geht mal ein paar Videos weiter zurück, wenn ihr das hier fertig geguckt habt und schaut euch das Power of the Force Ausbeute-Video an. Dann seht ihr die andere Figur. Ich finde das richtig cool. Auch wieder ein riesen Karton und ich habe es ja einfach mit großen Figuren. Ja, die Skeleton-Variante hier in diesem Blauschimmern. Ja, dieses Feuer im Hintergrund. Das ist einfach klasse. Die Figur ist von Toy Island von 1995, meine ich. Ich muss gerade mal gucken. 95, genau, von Toy Island. Und was nicht mehr funktioniert ist, hier, du konntest hier Try Me, Press Button. Und dann hat er wahrscheinlich die Augen geleuchtet und wie bei dem anderen auch. Und wahrscheinlich irgendwelche Geräusche von sich gegeben. Das macht er nicht. Auch nicht, wenn ich es jetzt mal umdrehe. Hinten seht ihr noch die Waffe. Das steht hier irgendwo, wie es heißt. Ne, steht es hinten drauf. Das, okay, Face Plasma Rifle. Rifle wahrscheinlich. In Blau, aber auch das kann man drücken, aber auch das macht nichts mehr. Ich gucke mal, ob ich den aufmache, ob ich mal gucke, ob die Batterien ausgelaufen sind, ob ich die ersetzen kann oder woran es liegt. Aber den habe ich auch zu einem Schnapperpreis bekommen, meiner Meinung nach. Und freue mich jetzt richtig, das Ding in der Sammlung zu haben. Ich finde das halt, diesen Schriftzug, ich finde das so genial, Leute. Ja, und der kommt halt in meine Schwarzenegger-Sammlung. Ich habe jetzt fast ein eigenes Regal nur für Terminator 2 Sachen. Ich habe ein eigenes Regal nur für Rambo Sachen. Und dann noch Mixregale, wo alles von Schwarzenegger und Stallone mit drin ist. Da gibt es demnächst auch mal ein Update dazu, wie es bei mir aussieht. Ich werde auch ein bisschen wieder mal was in der Sammlung so ein bisschen ändern und mich ein bisschen in andere Sachen noch mehr fokussieren und andere vielleicht ein bisschen, ja, beiseite schieben, nenne ich es mal. Also es bleibt spannend. Wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann freue ich mich, wenn ihr einen Daumen nach oben da gebt und euch das Video gefallen hat, dann lasst auch einen Kommentar da und schreibt mal, was euer Highlight des Videos ist. Wie gesagt, ich habe noch einige Sachen hier, die ich in einem zweiten Video dann zeigen werde. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Rauner.